so ein Ausnahmekünstler heute live hier bei uns bei HSE. Ich begrüße Sie ganz, ganz herzlich. Seit Monaten freuen wir uns hier auf diese Stunde. Und es ist ein bisschen wie ein Weihnachtsgeschenk an Sie zu Hause, weil es gibt nichts Schöneres, was unsere Seelen erfüllt, als Musik. Musik, die wir aber auch noch auf so einem Weltniveau heute hier live bei HSE hören durften. Das ist ganz, ganz was Außergewöhnliches. Er hat nicht nur 9 Echos, sogar in Pop und Klassik, was wirklich außergewöhnlich ist. Er hat mit 13 als jüngster Künstler bei der Deutschen Grammophon unterschrieben. Und heute werden wir seine erste CD seit der damaligen Zeit wieder bei der Deutschen Grammophon hier bei HSE anbieten. Ich freue mich so riesig drauf. Sie werden viel über ihn erfahren. Zuallererst aber, und man könnte Stunden über ihn sprechen, weil sein Leben ist so spannend zu lesen und natürlich besonders zu hören. Und beim Hören bin ich auch gleich bei der CD. Die CD hat so außergewöhnliche Duette, zum Beispiel mit Pearlman, mit Andrea Bocelli, mit Till Brönner, den Sie ja auch hier schon bei HSE bei uns hier auf der Couch sehen und hören durften. Das ist die CD, die Sie heute versandkostenfrei bekommen für 17,99 hier bei HSE, wenn Sie mögen. Aber etwas, was ich gelesen habe, was mich wirklich in den Bann geholt hat, ist die Person David Garrett. Was ist das für ein Mensch, der von Menuhin als den Geiger unserer Zeit, als die Nummer 1 wirklich bezeichnet und beschrieben wird? Und das ist eine, glaube ich, der größten Auszeichnungen, die man überhaupt als Geiger bekommen kann. Sein Buch liest sich, ja, wie ein Krimi, wie ein Roman, aber auch wie nach einer wirklichen Suche seiner Identität, die natürlich nicht nur mit Musik, sondern mit Seele, mit allem, was das Leben zu bieten hat, zu tun hat. Und er wird uns heute über die renommierte Juilliard School in New York berichten, über seine Suche nach sich selbst. Und Gott sei Dank hat er so viel darin gefunden und all das hier in dieser Autobiografie. Übrigens etwas Besonderes an dieser Autobiografie, und es füllen sich gerade, höre ich aus der Regie, die Leitungen ganz extrem. Letztes Mal haben wir die CD ausverkauft, das Buch war nach 10 Minuten ausverkauft. Heute haben wir ein bisschen mehr bestellt, wir haben gelernt vom letzten Mal, nur dass Sie das wissen, aber es ist teilweise im Handel ja auch schon sehr, sehr vergriffen. Ich wusste, ich wollte es hier in München besorgen, habe es nicht mehr bekommen. Ich dachte, dann warte ich, bis es bei HSE ist. Er hat was Besonderes hier drin, und zwar, es gibt überall QR-Codes, da sind Videos. Also wenn Sie das Buch lesen, halten Sie Ihr Handy nämlich parat und dann gehen Sie auf die Fotofunktion, gehen Sie auf den QR-Code und dahinter können Sie das Buch lebendig werden lassen. Über Kindheitsbilder, über Videos, und Sie erfahren so viel von ihm in einer ganz anderen Art und Weise. So, jetzt habe ich wirklich genug gesprochen. Sie wollen ihn live erleben. Er ist live hier bei uns und vor allem mit einem ganz besonderen Gitarristen, den er mitgebracht hat. Und er hat sich für Sie etwas Einzigartiges überlegt. Frank van der Heijden, mit dem er seit 12 Jahren spielt, ist heute auch mit zu Gast, und Sie werden uns verwöhnen mit den schönsten Melodien. Herzlich willkommen, David Garrett.
ein ganz, ganz großer Applaus. David, komm zu mir. Herzlichen Dank an Frank van der Heijden. Wir werden gleich noch etwas mehr hören. David, it's so good to see you. Oh, so schön zu sehen. Was für eine Freude. Dankeschön. Du hast wirklich keine Ahnung, welche Freude das nicht nur für uns hier bei HSE ist, sondern für so viele zu Hause, dass wir dich heute hier live erleben dürfen. Du hast einen deiner längsten Kompagnons mitgebracht, musikalisch. Und ihr habt heute ganz viel für uns vorbereitet. Ja, ich dachte, es ist mal was ganz anderes, bei HSE ein bisschen Live-Musik zu hören. Und hatte ich ja letztes Mal schon überlegt, beim nächsten Mal, wenn ich komme, müssen wir sowas machen. Jetzt haben wir auch noch den ersten Advent, ein Klassikalbum. Ey, beste Weihnachtsmusik. Also ganz kurz zu diesem Album und wir werden gleich so viel über dich sprechen. Ich bin ja so froh, dass du überhaupt da bist, weil du kommst ja gerade von einer Tournee. Ich habe immer nur auf Instagram geschaut, wo ist er denn jetzt schon wieder? Ich glaube von Mexiko bis, ich weiß nicht, wo Südamerika, wir haben wirklich ganz, ganz viel abgerissen im Positiven. Ja. Und waren jetzt gerade mit Crossover unterwegs. Ja. Und ist natürlich jetzt wieder was ganz anderes, Klassik zu machen, Klassik zu promoten. Aber ich freue mich auch wahnsinnig, das dann wieder auch live zu spielen. Das aber du sprichst es an. Die CD heißt Iconic. Ja. Es ist deine erste CD seit langer Zeit wieder bei der Deutschen Grammophon. Ja, ich habe zwar immer zwischendurch Klassikalben gemacht, aber mit der Deutschen Grammophon, das ist schon ein bisschen länger her. Das ist was Besonderes. Du kehrst zu deinen Wurzeln zurück. Und ich kann Ihnen sagen, die Träumerei, die wir gerade Schumann ist es, ne? Ja. Genau, die Träumerei, die wir gerade gehört haben, also ist eines meiner absoluten Lieblingstitel. Aber alles, was Sie auf dieser CD hören, ist sehr, wir sagen auf Englisch, soul-fulfilling. Es ist ein bisschen wie Seelennahrung. Ist das klassische Musik für dich? Für mich nach dieser ganzen Corona-Pandemie, die ja wirklich alle so ein bisschen... sagen wir, es war nicht die positivste Zeit. Ich wollte irgendwas fürs Herz machen. Ich wollte ein Album machen, wo die Leute mal die Seele baumeln lassen können, das einfach anmachen und träumen. Das Album ist wirklich zum Träumen. Es sind ganz viele bekannte und vielleicht auch nicht so bekannte, aber wirklich direkt eingängige klassische Stücke drauf. Und wirklich neu arrangiert. Da hat mir Frank natürlich immer geholfen. Das ist ein ganz, 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 ganz toller Junge da drüben. Und ich freue mich natürlich, dass er mit dabei ist. Dass er mit dabei ist. Lass uns ein bisschen was über klassische Musik sprechen, weil wenn Sie jetzt gerade in der Leitung sind und warten, wir haben eine Warteschleife für die CD, die es gerade versandkostenfrei gibt. Ich finde es so was Schönes, eine CD zu verschenken, weil du verschenkst wirklich Minuten oder Stunden, wo man durch das Hören eine andere emotionale Welt erschlossen bekommt. Was machen für dich einige dieser Titel? Von beruhigend bis hin zu inspirierend. Gibt es da einige, die dich besonders berühren? Ich habe ja das große Glück, in der Klassik von einem wirklich unendlichen Reichtum an toller Musik mich zu bedienen. Nun war mir für dieses Album wichtig, dass die Stücke natürlich eingängig sind, aber auch anspruchsvoll. Ja. Ich glaube, diese Kombination ist ganz, ganz wichtig. Ja. Sind natürlich all diese wunderschönen Diamanten der Klassik drauf, die wir alle kennen, vom Ave Maria bis zum Schwan von Camille Saint-Saëns, den wir gleich noch spielen werden. Ja, genau. Also ich glaube, das ist wirklich etwas, selbst wenn man Klassik nicht kennt, man kennt's. Man kennt's, ganz genau. Und du hast etwas geschafft, was ich finde viel zu wenig betont wird. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, ich meine, du hast da vieles geschafft, aber eine der Sachen, die mich immer, auch als ich dich persönlich noch nicht kannte, wahnsinnig berührt hat: Du hast so früh Geige gespielt, aber auf einem so hohen Niveau. Dann direkt mit 10 die ersten Konzerte gegeben. Du bist aus der Klassik quasi geboren. Ja. Dass jemand schön Geige spielt in der Popmusik, das gibt's öfter. Dass jemand, aber ich bin ja kritisch. Du bist kritisch, ja. Aber damit, sage ich mal, Karriere macht, sagen wir so. Aber dass jemand auf dem Niveau, wie er Klassik spielt, weil das ist die hohe Kunst, das gibt es so selten. Und dann gehst du zu Pop über und jetzt kommst du zurück und machst Klassik verdaulich und so, dass man einfach sagt, also ich habe die, glaube ich, 5-mal jetzt gehört und freue mich schon, wenn ich ins Auto steige, weil es ist für mich wie ein Wohlfühlerlebnis. Du bereicherst meinen Tag damit. Dankeschön, das hast du wirklich ganz lieb gesagt. Vielen, vielen herzlichen Dank. Aber es ist so, das ist dir ein Herzensanliegen, oder? Ich habe ja Crossover immer als Brücke gesehen, um Klassik auch vielen Leuten, vielen Menschen näher zu bringen.
Und es würde ja nichts bringen, wenn ich nicht auch Klassik machen würde. Ich habe ja in meinem Leben, und deswegen halt auch Klassik, echt und Pop. Ich habe das immer abgewechselt und es musste sich immer die Waage halten. Und insofern bin ich jetzt natürlich froh, gerade nach einem sehr Crossover-heftigen Jahr, so ein Projekt natürlich jetzt auch zu präsentieren und hoffentlich auch viele Leute in die Klassik zu führen. 100%. Und eines der schönsten Geschenke, was David uns heute hier macht, ist, dass er live spielt. Und er hat einen Gitarristen mitgebracht, Frank van der Heijden. Ich freue mich so sehr, den nächsten Titel von euch beiden zu hören. Denn wir haben leider, David, eine Warteschleife, das kannst du dir nicht vorstellen, von hier bis Weihnachten wahrscheinlich. Wenn es so weitergeht, verkaufen wir die CD in dieser Stunde aus. Und die Biografie, da muss ich sagen, da wird es sowieso gleich so weit sein. Seine Biografie, bitte nur für Sie, dass Sie wissen, sensationell wie seine Du gehst schon mal rüber, geh du bitte rüber. Ganz kurz, die Biografie, es gibt Biografien, die sind politisch. Oder sie sind geschichtlich so interessant. Er nimmt uns mit auf die Reise eines ganz besonderen Jungen, erzählt viel über seine Kindheit, was gehörte dazu, David Garrett heute zu werden und seine Träume zu verwirklichen auf der Suche seiner selbst. Und jetzt dürfen wir ein Lied hören, Cecilie. Ich liebe es persönlich extrem, weil ich selber schon singen durfte. Ist eine der schönsten Melodien. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Vergnügen. Live bei uns David Garrett mit Frank van der Heijden. War das wunderschön. Applaus, Applaus. Sicilienne. Oh, war das schön. Oh, was für das sind so Melodien. Du sitzt da, du schließt die Augen, du hast das Gefühl, du fährst irgendwo in Italien, sage ich mal, an der Meeresküste vorbei. Dieses Träumen, dieses Bilder, die entstehen. Was empfindest du, wenn du so etwas spielst? Ich empfinde Glückseligkeit. Es hört sich vielleicht ein bisschen überspitzt an, aber es ist für mich so ein Moment, wo ich
mit meinem Körper, mit meiner Seele im Einklang bin. Und wenn ein Konzert gut läuft, wenn du wirklich in der Musik vertieft bist, ist einer der schönsten Sachen überhaupt. Das fließt aus dir raus und du genießt das wirklich. Und es ist ein bisschen wie inspiriert sein, habe ich das Gefühl. Also bei einem solchen, sage ich mal, Kaliber von Musiker wie dir, was man ja sehr, sehr selten... Hey, ich muss auch üben. Übst du tatsächlich? Morgens hört sich das alles noch nicht so gut an. Was? Ist das wie bei der Stimme? Oder ist das körperlich? Schon, Was ist das? Du musst natürlich, wie beim Sport, immer trainieren. Du musst morgens deine Übungen machen, Fingerfertigkeit muss da sein und du musst natürlich vor allem diese Sachen, die du spielst, langsam durchgehen und natürlich immer auch auf die Musik achten. Aha. Und da hast du Übungen, die du jeden Morgen machst, David? Tonleitern, Etüden, also Disziplin. Ganz banales Zeug. Also jeder Hotelnachbar, den ich gehabt habe, der hat das schon leider miterleben müssen. Tatsächlich. Also, so schön. Also ich glaube, es gibt auch sicherlich einige, die sich gerne im Zimmer neben David Garrett einbuchen lassen. Nachdem ich die Tonleitern gespielt habe. Nachdem Sie wenigstens die Tonleitern hören. Meine Lieben, ganz kurz, Sie haben hier bei uns bei HSE die Möglichkeit, die CD zu bestellen, die ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk ist. Hier ist sie. Sie hat den Preis von 17,99, ist aber komplett versandkostenfrei. Und es ist ganz egal, ob Sie Neukunde oder Stammkunde hier bei HSE sind. Sie dürfen auch mehrere bestellen. Ich verschenke ja jedes Jahr CDs, weil ich finde, Musik zu verschenken, vor allem in der Zeit von Corona habe ich ja CDs verschenkt, weil du konntest keine Konzerte haben. Und das ist ein Konzert, ins Auto zu steigen oder zu Hause zu hören, ist schon was Besonderes. Wir haben eine Warteschleife, nicht nur für die CD, sondern lass uns kurz zu deiner Biografie werden, weil die steht gleich vorm Ausverkauf. Deine Biografie gibt einem einen Einblick, wie es ist, als Kind mit 4 Jahren eine Geige zu bekommen, aber damit eine große Verantwortung. Ein ganz, ganz schwieriger, langer, steiniger Weg. Ja. Und ich glaube, dass das Buch einen Einblick gibt, wie schwierig, wie viel Opfer man auch bringen muss, um so ein Instrument gut zu beherrschen. Das war mir wichtig, weil natürlich sieht man immer Spielen und Musiker auf der Bühne und es soll auch mal leicht rüberkommen, aber um es leicht rüberkommen zu lassen, gehört erstmal über Jahrzehnte harte Arbeit. Gerade so die Zeit zwischen 5 und 14, 15, bis dahin musst du das Instrument ja können. Das sind wirklich Stunden über Stunden und naja, also Kindheit hat man da nicht wirklich, aber auf der anderen Seite, hey, wir sitzen jetzt hier, es hat funktioniert. Es hat funktioniert und insofern alles gut. Genau, wie viele träumen davon, eine solche Karriere zu haben als Geiger, aber sie haben vielleicht nicht das Talent. Man sagt ja immer, es sind 20% Talent und 80% Arbeit. Ja, man muss auch diese Einstellung mitbringen, dass man sich wirklich für die Kunst da auch wirklich verschleißt. Ja, das liest man im Buch. Das bekommt man. Ich finde, es ist so lebendig geschrieben, dass du wirklich das Gefühl hast, man geht durch deine Kindheit. Und wer Musik liebt und wissen will, wie werde ich so ein Ausnahmekünstler wie du, der sieht, oh, das ist aber steinig. Es ist sehr inspirierend. Es ist auch nicht ein Übernachtserfolg. Nein. Es ist wirklich, und gerade wenn du dann auch irgendwie die ersten Erfolge hast, dann geht es ja auch erstmal los. Es ist also wirklich, es war mir wirklich ein Bedürfnis, auch mal die Geige an sich ein bisschen den Leuten näher zu bringen. Und natürlich auch ein bisschen Privates ist auch dabei. Natürlich, aber ich liebe ein besonderes Bild hier drin. Das war in Italien, ja. Das war in Italien? Das hat mein Papa damals aufgenommen. Ja? Ich habe damals mit Claudio Abbado, das war der Chefdirigent von den Berlinern, meine erste Tour in Italien gespielt. Ja. Und man sieht an deinem Gesichtsausdruck, da ist schon so viel Tiefe, so viel Seele. Ein bisschen Trauer. Ein bisschen vielleicht zu viel Disziplin da. Das war eine schwierige Zeit, das sieht man auch. Da sieht man, oh Mensch, diese Geige, muss das sein? War natürlich unglaublich viel Stress, gerade dann. War genau erste Tour nach der Deutschen Grammophon, da war viel Druck.
viel Druck, dann auch mit Abbado in Italien zu spielen. Da war ich schon, das habe ich damals schon gemerkt. Wie geht man als Kind mit dem Druck um? Wie hast du das geschafft? Gibt es, wenn du zurückblickst, etwas, wo du sagst, das hat das ausgemacht, dass ich das geschafft habe? Das ist so ein bisschen Survival of the Fittest. Ist nicht so, dass es da Mentalcoaches gibt, die dann dir beratend zur Seite stehen. Du gehst auf die Bühne, egal ob deine Beine zittern, egal ob du irgendwie dich nicht wohlfühlst. Da erzähle ich auch viel drüber. Eine Geschichte, die auch drin ist. Ich habe mit 15, 16 Jahren in Indien gespielt mit Zubin Mehta. Und ich hatte wirklich ganz, ganz übel Magen-Darm und Fieber auch und so weiter. Und da sagt man kein Konzert ab. Dann kriegst du 2 Aspirin und gehst auf die Bühne. Und die Beine haben gezittert? Ne? Oh ja. Fast mich übergeben auf der Bühne. Also. Ja. Aber so ist es. Und das ist Disziplin. Und das ist das, was ich meine. Man glaubt, wenn man diese Geschichten oder wenn man dich spielen hört, dann glaubt man nicht, was da alles dahinter steckt. Und das Buch ist deswegen, also ich finde es auch für Kinder total interessant, für Jugendliche hochinteressant, die Fans von dir sind, die Musik lieben, ob es dein Crossover ist oder ob es die Klassik ist, zu wissen, was steckt hinter dieser Person, David Garrett. Relativ viel. Sehr, sehr viel, aber es liest sich extrem leicht und Lesen ist etwas so Wunderbares, so etwas Schönes, was wir niemals ablegen können und Sie können in die Schuhe wirklich in dein Leben hineinschlüpfen über dieses Buch. Wir haben für das Buch nur noch die letzten circa 700. Das wird sich am allerschnellsten ausverkaufen. Und bei der CD sieht es auch nicht so viel besser aus, muss ich leider sagen. David, wenn die CD zuvor ausverkauft ist, wir spielen trotzdem weiter. Natürlich. Also wir werden die Sendung nicht abbrechen, nur weil etwas ausverkauft ist. Auf keinen Fall. Ich könnte auch länger hier bleiben. Also ich komme immer wieder gerne. Sehr, sehr gerne. Darfst doch wiederkommen. Würde mich freuen. Jederzeit, sehr, sehr gerne. Also die Bestellnummer für das Buch einfach eingeben, wenn Sie möchten. Versand kostenfrei, alles egal, ob Sie Neukunde sind oder ob Sie Stammkunde sind. Und bei der CD übrigens genau das Gleiche. So, wir kommen jetzt zur CD. Wir wollen Musik hören, natürlich. So, das nächste Lied wollen wir hören, was ihr zusammen Dann mache ich mich spielt. mal wieder auf. Du machst dich auf den Weg. Fantastisch. Übrigens eine kleine Aussage über die Musik, die Sie erwarten, wenn Sie die CD bestellen. Es ist eine Klassik-CD, sie heißt Iconic. Was ist aber das Besondere daran? Das Besondere ist die Interpretation und auch das Arrangement, was David zusammen mit Frank van der Heijden gemacht hat. Und es macht Klassik sehr bekömmlich, sehr beschwingt. Ist ein wunderbarer Einstieg, wenn Sie etwas suchen, was Sie zur Ruhe bringt, was das Leben bereichert und das einfach innerlich Fülle schenkt. Hier kommt das nächste Stück.
Bravi, bravi, wie schön. Ganz, ganz fantastisch. Meine Lieben, dieses Lied hat so viele gerührt, nicht nur gerührt, begeistert, dass wir nach wie vor eine Warteschleife für die CD haben. Sie haben die Möglichkeit, bei HSE auch über die Website zu bestellen. Also wer es ganz unkompliziert haben möchte, geht auf die Website, gibt ein David Garrett CD, die kommt dann sofort, zack, in den Warenkorb und zack, Versand kostenfrei zu Ihnen nach Hause. Sie müssen nicht in die Stadt fahren, Sie müssen kein Parkticket bezahlen, Sie werden nicht geblitzt, so wie ich auf dem Herweg, wie auch immer. Das sind so meine Probleme des Tages, David, nur dass du Bescheid weißt. Okay. Aber ich habe leider zu schnelle Musik wahrscheinlich gehört und dann hat man so... Ich kenne das aber auch selber. Ja, da muss man immer ein bisschen aufpassen. Ja, also ab sofort höre ich nur noch langsamere Musik. Da ist auch was Schnelles drauf. Auf jeden Fall bei der Autofahrt. Meine Lieben, Warteschleife für die CD, ein wunderschönes Weihnachtsgeschenk. Immer noch für die CD. Und bitte, wer die CD möchte, jetzt in die Warteschleife. Ganz viele bestellen 3 oder 4. Finde ich auch schön. Mit ein paar selbstgemachten Plätzchen. Was machst du an Weihnachten? Lass uns ein bisschen hineinschauen. Also ich bin dieses Jahr zu Weihnachten in Berlin. In Berlin? Ich habe natürlich Familie, die nach Berlin kommt. Familie, die schon in Berlin wohnt. Meine Mutter wohnt ja seit vielen Jahren dort. Ja. Meine Schwester kommt hoffentlich. Ja. Ich hoffe, du kommst. Reist an aus Hamburg mit ihrem, die hat ja jetzt eine kleine Tochter. Oh. Und da freue ich mich besonders. Onkel David? Ich bin dreifacher Onkel. Dreifacher Onkel Mein Bruder, 2 Kinder, meine Schwester jetzt auch nachgelegt. Also wie schön. Ich bin der in Zugzwang hier gerade. Ja, also wenn du Tipps brauchst, ich bin ja auch Tante Judith. Ich habe viele Tipps für dich. Ich glaube, da werde ich oft bei dir anrufen, wenn es zu weit ist. Ich kenne einige Tipps und das Schöne ist, man kann ja auch als Onkel und Tante, sage ich mal, dann die Kinder wieder abgeben. Ich wollte gerade sagen, es ist ein guter Test, ob man gut zurechtkommt und Spaß damit hat. Genau. Also ich gehe wirklich mit den Kleinen auf. Das macht mir unglaublich viel Spaß. Allerdings muss ich sagen, so nach 3, 4, 5 Stunden, die haben ja so viel Energie. Ja. Menschenskinder, dann musst du irgendwann mal sagen, okay. Das stimmt. Bruder, ich bin immer wieder nach Hause. Aber look who's talking. Ich meine, du machst Welttourneen. Du hast ja dieses Jahr eine so tolle ZDF-Show gemacht mit einem gigantischen Erfolg in den Caracalla-Thermen. Unvorstellbar. War ein wirklich schönes Konzert. Es war heiß. Wir hatten irgendwie 36 Grad, war einer der heißesten. Ich hab's mir gedacht. Ich habe versucht, so auszusehen, dass ich nicht schwitze. Ist mir die Sohle so runtergelaufen. Die Hände waren auch klebrig. Wie versucht man auszusehen, dass man nicht schwitzt, wenn man schwitzt? Ich weiß ich selber noch nicht. Man sieht es dann irgendwann mal auch, dass die Haare total nass sind. Aber hat viel Spaß gemacht. Es ist natürlich ein grandioses Venue. Und die Leute in Italien, die sind so Südländer, die gehen dann richtig ab. Ja. Hat viel Spaß gemacht und war eine sehr schöne Produktion. Ja, sensationell. Ein Lied, was du spielst, wo ich so begeistert bin, das heißt Happy. Ja. It's just my favorite song. Das ist so eine lustige Geschichte, auch mit den Pedalboards. Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Das kommt auch live 1000-mal besser rüber, weil man dann auch wirklich sieht, was da für eine Arbeit dahinter steckt. Ne? Unvorstellbar. Vielleicht können wir da kurz reinhören. Habt ihr da was? Oder kannst du live sogar spielen? Ja, kann ich natürlich. Kannst du auch? Aber das Schöne an der Geschichte ist natürlich, dass ich mich selber viel loope. Insofern, wenn ich es jetzt anspielen würde, there he is. Ja, schau mal. Percussion-Elemente spiele ich dann live auf der Bühne ein. Das macht richtig viel Spaß. Also das Video ist nett, aber wenn man es live mitkriegt, ist eine große Geschichte. Ist noch besser. Wann werden wir das live wieder erleben? Tour nächstes Jahr ist natürlich mit Iconic. Also sind wir jetzt gerade in den Vorverkauf gegangen. Okay. Freue mich, das heißt, diese CD? Genau, wir sind nächstes Jahr mit Frank, ist auch mit dabei. Kann man schon Karten kaufen? Kann man Karten kaufen. Das heißt, ich könnte die CD jetzt bestellen? Und wenn man es mag, Karten kaufen? dann kann man mich auch live sehen nächstes Jahr.
Wir haben ungefähr, ich glaube, so an die 17, 18 Shows in Deutschland, ein paar in Österreich natürlich und auch ein paar in der Schweiz. Und Australien, glaube ich? Wir sind in Australien, Neuseeland, wir fliegen nach Korea, Japan, China, Taiwan, Tainan, Singapur. Dann geht es rüber nach Skandinavien, wir sind in Italien, Spanien und also, dann Südamerika, Mittelamerika, Nordamerika. Also es wird ein spannendes Jahr. Da unterwegs, Herr Garrett, so viel Also ich schätze mal, nächstes Jahr, Frank, was meinst du, 260, 270 Tage on the road? Ja, kommt, glaube ich, ganz gut hin. Aber ich höre schon, ne? Also ich höre da aber eine Vorfreude raus. Klar. Du liebst es, oder? Hey, es gibt ja nichts Schöneres. Abgesehen davon, es ist ja so ein bisschen, wenn man älter wird, nimmt man sich ja auch Zeit für die Dinge auch außerhalb des Geigenspiels. Das heißt, wenn du dann mal irgendwie in Australien bist, dann guckst du dir auch mal ein paar Sachen an und bist nicht nur ständig da irgendwie aufs Üben fokussiert. Warst du schon mal in Australien? Ich war einmal für Promotion für das Album, aber ich habe noch nie da gespielt. Und ich glaube, wir machen Sydney Opera House, ne? Kennst du dieses ikonische Gebäude? Natürlich. Und das ist das erste Mal, dass ich Sydney Opera House spiele. Wollte ich schon immer. Insofern, das ist eine To-Do-List und die wird jetzt abgehakt. Ich kann dir nur eine Warnung geben. Ich war schon in Australien mit 18 und ich hatte eine sehr seltsame Begegnung mit einem Känguru. Wenn du ein Sandwich isst, sei sicher, dass kein Känguru in der Nähe ist. Ich werde mich umdrehen. Bitte? Aber ich glaube, die laufen jetzt aber auch nicht in Sydney auf der Straße rum. Also in Sydney im Opernhaus eher nicht, aber wenn du so ins Outback fährst. Wenn ich das machen sollte, was ich wahrscheinlich machen werde, ich passe da super drauf auf. Passt du drauf auf? Absolut. Meine Lieben, bei der CD haben wir jetzt gleich eine Begrenzung. Das heißt, hier bei HSE, wenn Sie vielleicht Neukunde sind und jetzt gerade so vorbeiseppen und Sie sagen, das kann nicht wahr sein, David Garrett sitzt da live bei HSE auf der Couch, spielt auch noch live. Was ist da los? Sie können die CD bestellen. Eine Begrenzung bedeutet allerdings, dass wir kurz vorm Ausverkauf sind. Das heißt, für alle anderen, die sagen, Mensch, ich will noch hier so gemütlich zuhören und bestelle später, lieber jetzt bestellen. 17,99 komplett versandkostenfrei. Sie haben nämlich Glück, normalerweise ist nicht alles versandkostenfrei. Normalerweise zahlen Sie 5,95 auf den Versand. Aktuell alles versandkostenfrei, weil wir hier so eine spezielle Magic Week haben für Sie. Und bei der CD sind wir jetzt bei den letzten 600 Stück. Wenn Sie also wollen, in die Leitung. Wir haben etliche Leute in der Leitung. Kann sein, dass wir schneller ausverkauft sind, als diese Sendung überhaupt beendet ist. Wir wollen noch ein Musikstück von dir hören. Und es heißt Swan. Genau, ganz berühmtes Stück vom Karneval der Tiere von Camille Saint-Saëns. Alle werden es kennen, selbst die, die keine Klassik kennen. Selbst die kennen. Und das muss man wirklich sagen, was er ausgesucht hat an klassischen Stücken auf dieser Iconic-CD, mit der er auch auf Tournee gehen wird, wenn Sie jetzt alle diese Orte gehört haben. Sie können im Internet sogar Karten jetzt bestellen, die Karten kaufen, die an Weihnachten verschenken, die Iconic-CD dazu bestellen und auch mit verschenken. Was für ein tolles Weihnachtsgeschenk, wenn Sie mögen. Und jetzt viel Vergnügen mit Swan.
wie schön. Oh, diese Melodie. Oh, was für ein Traum. Vielen, vielen, vielen Dank dafür. Danke, Frank. Wir bekommen von Ihnen zu Hause so viele wunderschöne Nachrichten von Kunden, die sich bedanken für diese besondere Sendung. Auch die Idee, die du gehabt hast, Frank mitzubringen. Ich finde das so... Wenn wir es machen, dann machen wir es richtig. Also, das macht ihr großartig, ihr zwei. Ist es einem eigentlich als Musiker wirklich so bewusst, was Musik mit den vielen, vielen Menschen macht, wenn du ich meine, du bist so viel unterwegs. Du kriegst natürlich, ich kann mir vorstellen, du stehst auf der Bühne, du kriegst was zurück. Aber wie weit geht das? Ich kriege ja auch das Zwischenmenschliche zurück. Ich sehe das ja, wenn ich Fans treffe. Ich sehe das ja auch gerade, wenn mir Leute schreiben. Nach dem Konzert gibt es ja auch eine Fülle von Briefen, die ich dann natürlich ein bisschen quer lese, das muss ich schon sagen. Aber da ist immer unglaublich viel Emotion drin. Und die Leute, das merkst du direkt, die hat das bewegt, denen hat die Musik geholfen, das hat die motiviert, inspiriert. Das tut es ja bei mir auch, wenn ich Musik höre, die ich liebe. Ja. Aber das ist schon herzergreifend teilweise, wenn du dann einen Brief kriegst, wo jemand wirklich eine schwere Krankheit dann irgendwie durchstanden hat und dann irgendwie sagt, ey, deine Musik hat da geholfen, dass ich die Kraft da gefunden habe. Boah, das lässt mich nicht kalt. Also da sitze ich dann auch und ein bisschen es geht mit den unter Tränen die zu Haut. kämpfen. Es ist hart. Das glaube ich, weil Musik ist so inspirierend. Ich meine, du sprichst von zum Beispiel, wenn ein Fan einen Krankheitsfall hat, aber sogar in diesem täglichen Leben, weil wir haben ja alle eine verrückte Zeit hinter uns, von Aufs und Abs, wo du denkst, oh Gott, und das jetzt und dieses. Und Musik ist wie so eine Kapsel, für mich auf jeden Fall. Sie nimmt mich heraus aus dem Alltag und das ist so ein Geschenk. Auch diese Sendung heute, die ist so was Kostbares für uns alle. Und wir haben immer noch so viele, die für die CD anrufen. Ich möchte aber persönlich, weil es mir einfach so ein Herzensanliegen ist, ich finde, wir haben, und du weißt, ich bin Amerikanerin, die in Deutschland geboren ist. Und ich glaube, ich habe 2 Herzen in meiner Brust. Deutsche. Habe ich auch. Hast du auch. Amerikanerpass und Deutschen. Weil du hast Juilliard studiert. Richtig, ja. Die Musikschule überhaupt, also wenn man Musiker ist, dann träumt man davon, at Juilliard zu studieren. Sag ganz kurz, wie war die Zeit damals für dich at Juilliard? War das wie eine Befreiung oder? Ja, ich hatte ja von überhaupt nichts eine Ahnung. Also meine Eltern, die haben natürlich schon alles für mich geregelt. Also Privatunterricht, ich bin gar nicht zur Schule gegangen, ich habe nie Wäsche gemacht, ich hatte nie mit Geld zu tun. Und dann plötzlich nach New York zu ziehen und überhaupt keine Sozialkompetenz zu haben, das war schon ins kalte Wasser springen. Aber für mich war die Ausbildung, eine vernünftige Musikausbildung und natürlich mit Perlmann zu arbeiten, einer der Top-Geiger überhaupt, das ist ganz große Sache mit dem. Ist ein Duett hier auf der CD. Genau, ist mit drauf, insofern war das natürlich... Nur, dass Sie wissen, auf der CD, die Sie gerade bestellen, da ist ein Duett drauf, nicht nur mit Andrea Bocelli, mit Till Brönner, sondern auch mit Itzhak Perlman. Und es war für mich eine spannende Zeit. Das war für mich eine Zeit des Entdeckens. Ich hatte schon diesen goldenen Käfig als Kind, das muss man sagen, obwohl er nie so golden war. Aber ich sage, also, du weißt, was ich meine. War diszipliniert? War so ein schon eine Schule. rostiger Käfig manchmal. Ja. Aber New York war natürlich Abenteuer, klar. Ich habe natürlich viel gearbeitet. Es war ein sehr umfangreiches Programm, was man da machen musste. Kompositionslehre, Klavier lernen, im Orchester, Sinfonieorchester spielen, Dirigentenkurse machen, Kammermusik machen, Musikgeschichte. Also das war wirklich sehr breit gefächert. Aber das ist das, was ich wollte. Ja. Und da wirklich die 4 Jahre durchzumachen und die erfolgreich zu machen, das war so ein bisschen der Grundstein für, ich sage mal, die zweite Karriere, die ich dann angefangen habe, ne, mit 24, 25. Und dann ging es ja richtig ab. Und dann ging es richtig los. Und das ist so interessant bei ihm. Das kann man einfach nicht anders sagen. Du gehst nach Juilliard, du kriegst diese Ausbildung, die so viel Musikalität und so viel Fundament auch ihm dann wieder gibt, weil er war ein begnadeter Geiger. Aber dann in New York, es gibt keine bessere Schule der Welt, für jemanden Musik zu studieren als dort. Und dann hast du gesagt, und jetzt will ich zu den Menschen.
Und du machst dieses Crossover und hast ein Millionenpublikum weltweit. Und die Geschichte steht hier drin, ist so inspirierend, ist sowas von interessant. Es gibt noch ein paar wenige Biografien, wenn Sie mögen. Vielleicht die auch als Weihnachtsgeschenk. Ist komplett versandkostenfrei, meine Lieben. Und sind zwar nicht mehr viele da von dem Buch, aber ich liebe es, Bücher zu verschenken. Ich liebe es auch, Bücher geschenkt zu bekommen. Ich meine sogar, die sind alle von mir mit Autogramm versehen. Nein, die hast du alle signiert? Ich habe jedes einzelne Buch, was hier angeboten wird, mit einem Autogramm versehen. Okay. Das war ein ganzer Tag Arbeit. Das kann nicht wahr sein. Ja, ich wollte es nur mal so nebenbei erwähnen. Also das ist alles froh, von dass mir. Erwähnst, weil ich habe es nicht gewusst. Wenn man es macht, dann macht man es richtig. Also Moment, ganz gut. David Garrett, müssen Sie sich vorstellen, hat alle. Die Bücher, die wir heute verkaufen, handsigniert. Ich dachte, ich erwähne es mal so nebenbei. So, David, ich danke dir dafür, aber wir haben jetzt ein ernstzunehmendes Problem, weil jetzt macht Folgendes in unserer Leitung, jetzt geht das so, jetzt haben alle das gehört, wenn ich es nochmal sage, wird es wahrscheinlich noch schlimmer, jetzt ist die Warteschleife noch größer. CD ist ausverkauft, das kann nicht wahr sein. CD ist ausverkauft. Dann scheine ich nicht so schlecht gespielt zu haben. Ja. Läuft. David, super. Die Disziplin am Morgen hat sich gelohnt. Ey, muss sein. Das Tonleitern üben. Übrigens, das Buch steht kurz vorm Ausverkauf. Jedes Stück handsigniert. Ja, natürlich. Ich stelle mir gerade vor, wie David Garrett morgens da steht, mit seinem Frühstücksei hier, seinem Kaffee hier und dann... Wir machen das höchst professionell. Macht ihr? Da steht jemand, der schiebt mir das Buch zu. Nein. Ich unterschreibe das, jemand zieht es weg. Das ist das ja auch nicht zu machen. Ich habe damals, als das Buch rausgekommen ist, knapp 7000 Bücher in... Ich würde mal sagen, es war wirklich ein Marathon in 6-7 Stunden unterschrieben. Unglaublich. Aber weil wir das wirklich ein super Konzept da haben, geht das relativ zügig. Aber mir ist das ein Bedürfnis. Wenn man, wie gesagt, irgendetwas promotet oder wenn man die Leute auch erreichen möchte, dann sollte man selber auch da die Arbeit reinstecken, um was Schönes auch dann anzubieten. Insofern... mache ich es mir dann nicht, habe ich es mir nie leicht gemacht im Leben. Ja. Und ich finde es auch schön, wenn die Leute natürlich hier anrufen und auch was Signiertes bekommen. Ja, das ist ja nicht, Buchhandlung ist natürlich auch ein schöner Ort, was zu kaufen, aber hier muss es ja ein bisschen was Besonderes geben. Also jetzt sind alle in Panik, höre ich gerade aus der Regie. Und sehr viele bestellen 3, 4 oder 5 Bücher auf einen Fleck. Also jetzt sind beim Buch jetzt auf einen Schlag die letzten 350 Stück. Lieber David, hätten wir früher erwähnen sollen. Das ist ja unfassbar. Gott sei Dank haben wir es nicht früher erwähnt, weil sonst hätten wir, weiß ich was. Also alle, die vorher gekauft haben, ihr bekommt ein signiertes Buch zugeschickt. Also ich wollte nur sagen, alles richtig gemacht. Ja, unfassbar. Ich weiß, als du das letzte Mal hier gesessen hast, hast du Somewhere Over the Rainbow gespielt hier. Da waren die Leitungen so gefüllt. Ich glaube, das war so, brumm. Wenn ich mir eines wünschen darf. Meine liebe Mama hört heute zu und ist zu Hause und ist leider nicht so gesund, wie sie sein sollte. Darf ich mir so einen kleinen Anspieler von Somewhere Over the Rainbow wünschen für die liebe Mami zu Hause? David, vielen, vielen, vielen Dank. Traumhaft. Eine der schönsten ganz liebe Grüße an die Mama. Danke dir, danke dir. So, ich glaube, das Buch ist jetzt tatsächlich gleich komplett. Also Sie müssen in die Leitung springen, das heißt sofort anrufen unter der eingeblendeten Telefonnummer oder Sie gehen ganz schnell ins Internet, dann bekommen Sie noch eine der Biografien, die handsigniert ist von ihm persönlich. Und ich kann nur sagen, das Buch ist wahnsinnig interessant. Sie haben das Gefühl, Sie leben das Leben von David. Es ist sehr, sehr offen. Das hat mich ab und zu überrascht, wie ehrlich du auch über dein Leben bist. Nur, wenn man sagt, ich schreibe alles. Weil sonst, auf den Tisch. Man muss sich nicht mal, sowas darf man nicht zensieren. Entweder man hat so diesen Moment, wo man mit einer guten
mit einem guten Abstand sein Leben beurteilt. Also ich wollte ein objektives Buch schreiben. Ich wollte auch nicht mit Groll irgendwie an Leuten, die auch blöd zu mir waren. Das wollte ich nicht. Ich bin nicht jemand, der die Leute dann, wie sagen wir so, vor den Busch schmeißt. Also um Gottes Willen. Ja. Aber ich wollte es mit Abstand, aber mit allem, was passiert ist. Das war mir wichtig. Und das merkt man total, wie authentisch, wie echt. Es ist so echt, wie du auch hier heute bist in deiner Art. Weil das hat man, ich meine, ich habe ja auch mit sehr vielen prominenten und berühmten und erfolgreichen Leuten zu tun. Und was mir bei dir so gut gefällt, ist... Sind die nicht alle lieb? Die sind nicht alle lieb. So, Butter bei die Fische. Nein, sind nicht alle lieb. Hau einen raus. Das kann ich sagen. Und jeder trägt ja, sage ich mal, sein kleines Körbchen oder seinen Rucksack. Aber bei dir ist etwas, was du alles erlebt hast, in deiner Kindheit dann auf diesem Niveau zu spielen, das macht ja auch etwas mit einem Menschen. Aber irgendwo bist du geerdet. Ach, glaub mir, wenn du jeden Morgen arbeitest und klassische Musik ist jeden Tag Arbeit, da kannst du keine Bodenhaftung verlieren. Kannst du nicht. Wenn du nicht arbeitest, nicht diszipliniert bist, dann hört man das in 2, 3 Tagen. Ja. Insofern wird es sehr, sehr schwierig. Also deine Bodenhaftung ist das, was dich stark macht? Unter anderem? Das ist etwas, was wichtig ist, aber das Wichtigste ist Kreativität. Immer wieder sich Gedanken zu machen, was kann man als nächstes machen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste, nicht Stillstand. Immer vorausdenken, was finde ich interessant. Das ist das Erste und dann hoffentlich die Leute auch. Ja, und wie erhältst du dir deine Kreativität? Ich meine, was Kreativeres als dich kann ich mir kaum vorstellen. Mein Motor ist die Angst. Die Angst? Die Angst wovor? Stillzustehen. Die Angst, nicht irgendetwas, die Angst, dass die Zeit zu wenig in meinem Leben ist, um all das, was ich mir wünsche zu tun, dass das nicht alles machbar ist. Insofern bin ich da ein sehr unruhiger Zeitgenosse in dieser Hinsicht. Ich will einfach so viel wie möglich, natürlich qualitativ hochwertig, aber so viele Projekte, die mir wirklich am Herzen liegen, die möchte ich einfach so schnell wie möglich umsetzen. Da spricht so viel Hunger auf dieses wunderbar, liebevoll verrückte Leben raus. Und wir alle haben Hunger auf mehr von deiner Musik. Sollen wir noch mal einspielen? Auch wenn die CD leider schon ausverkauft ist, wollen wir aber trotzdem noch ein schönes Stück hören. Position. Lieber David, du gehst schon mal rüber und meine Lieben, schauen Sie, dass Sie vielleicht noch eine Autobiografie bekommen, die handsigniert ist von ihm. Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für Ihre Zeit, dass Sie mit dabei gewesen sind. Ich werde gleich nach diesem Stück ins andere Studio laufen und dann geht es natürlich wie immer bei mir um Kosmetik und jetzt träumen wir zusammen mit Frank van der Heijden. Vielen Dank auch für deinen Besuch. Und David Garrett und ich wünsche Ihnen von Herzen frohe Weihnachten.
wie wunderschön. Was für ein besonderer Nachmittag. Ein ganz herzliches Dankeschön an euch beide. Und die letzten Sekunden oder Minuten, lieber David, für dich hast du noch eine Botschaft, die du zu Hause loslassen möchtest, wie du dich verabschieden möchtest. Also erstmal vielen Dank fürs Einschalten. Ich freue mich, immer wieder hier zu sein. Dankeschön ans Team. Ganz liebe Leute hier am Hintergrund, die arbeiten. Dankeschön an dich. Du bist immer bezaubernd. Oh, ich danke Und dir. vielen Dank für diese wirklich vielen Komplimente. Es war sehr lieb. Kommt von Herzen. Ach, das ist lieb. Und natürlich frohen Advent an alle da draußen. Und ich würde mich natürlich freuen, euch alle zu sehen nächstes Jahr bei der Iconic Tour. Ja. Und wird ein wirklich schönes Event. Mal was fürs Herz. Und ich hoffe, wir sehen uns dann. Wirklich was fürs Herz und was für die Seele. Lieber Frank, ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei warst. Gerne. Ich hoffe, wir sehen euch gemeinsam, vielleicht noch öfter hier bei HSE. Wäre das nicht großartig? Ich fände es schön. Sehr ich schön. fühle mich ja sehr wohl. Das sollten wir wirklich regelmäßig machen. Es tut dem Herz, der Seele gut. Und bei uns geht es jetzt weiter, ja, mit mir. Ich mache jetzt das, was ich richtig gut kann, nämlich Kosmetik. Okay. Und ich schicke dir ein Paket und dir auch, damit ihr die tolle Tour gut übersteht. Da würde ich mich sehr freuen. Vielen Dank. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss. Machen Sie Ihre Wohnträume wahr.